Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die neuen TB51 Akkus vom Inspire 3 im Vergleich zu den TB50 Akkus vom Inspire 2 etwas genauer an und werfen einen Blick in das Innenleben von diesen Akkus. Am Schluss werde ich euch meine Einschätzung sagen, ob der massive Preisunterschied zwischen den alten TB50 und den neuen TB51 Akkus gerechtfertigt sein kann. Von außen unterscheiden sich beide Akkus gar nicht so stark. Beide haben in etwa die gleiche Größe und das gleiche Gewicht. Der TB51 Akku ist mit 464 Gramm etwas leichter geworden und hat eine etwas höhere Grundspannung. Durch die etwas versetzten Führungsschienen ist der TB51 Akku natürlich nicht mehr kompatibel mit den alten Ladegeräten. Der TB51 Akku, den ich hier auseinandernehmen werde, ist natürlich kein intakter mehr. Dieser ist erstens ein Vorserienmodell und zweitens sind hier die Kontakte beschädigt worden. Das ist also kein Akku, mit dem man noch fliegen möchte. Das gleiche gilt auch für den TB50 Akku. Dieser bläht sich schon etwas auf und aus diesem Grund kann man diesen als defekt ansehen. Wenn man so einen Akku auseinandernehmen möchte, muss man wissen, dass sowohl der TB50 als auch TB51 Akku definitiv nicht dafür hergestellt wurden. Das kann auch sehr gefährlich sein, falls man eine Zelle beschädigen sollte. Also bitte nicht zu Hause nachmachen. Der Prozess des Öffnens ist also sehr destruktiv. Eine Reparatur von einem Akku ist also fast ausgeschlossen und nicht zu empfehlen. Da das Öffnen bei beiden Akkus etwas aufwendiger war als gedacht, habe ich das nicht vor der Kamera gemacht. Zusammengefasst ist der Prozess fast der gleiche bei beiden Akkus. Es genügt hier mit einem dünnen Gegenstand reinzugehen und zu versuchen, die zwei Hälften zu separieren bzw. auseinanderzuhebeln. Beide Hälften werden hier durch mehrere Widerhaken zusammengehalten und diese auseinanderzubekommen ist sehr schwer. Ein einfaches Aufmachen ist somit komplett ausgeschlossen. Zumindest habe ich das so empfunden. Zusätzlich sind die Zellen noch mit dem Gehäuse verklebt. Der Kleber beim TB50 Akku ist wirklich sehr stark haftend. Beim TB51 Akku ist dieser etwas schwächer und die Gehäuseschalen lassen sich so leichter separieren. Das Innenleben von beiden Akkus unterscheidet sich deutlich, wobei der Grundaufbau noch immer 6 einzelne Zellen in Serie sind. Der größte Unterschied befindet sich bei den Platinen. Der TB51 Akku hat sowohl die Platine mit dem Konnektor als auch die BMS-Platine übereinander angeordnet. Beim TB50 Akku ist die Platine mit dem Konnektor auf der Stirnseite und die BMS-Platine an der rechten Seite angeordnet. Insgesamt sehen wir also eine kompaktere Anordnung der Platinen bei dem TB51 Akku. Auch sind die Platinen dadurch etwas geschrumpft und das resultiert in einem geringeren Materialverbrauch. Auch sehr interessant zu sehen ist, dass DJI hier jetzt auf ein Flachbandkabel setzt als Stromführung. Früher war das ja noch ein ganz normales Kabel, welches angelötet werden musste. Dadurch, dass hier mehr auf die Punktschweißtechnik gesetzt wird, resultiert das in einer einfacheren und schnelleren Produktion. Nur noch das Heizelement muss von Hand gelötet werden. Dieses befindet sich einmal hier an der Außenseite und führt dann zwischen die einzelnen Zellen. Leider kann ich euch nichts über die verwendeten Chips erzählen. Ich habe versucht, etwas herauszufinden, aber war hier leider nicht erfolgreich. Falls ihr euch besser auskennt, dann dürft ihr gerne euer Wissen unten in die Kommentare schreiben. Beim Gehäuse vom TB51 Akku wird jetzt auf eine komplett geschlossene Bauform gesetzt. Das macht den Akku sehr sicher gegen spitze Gegenstände von außen. Auch gegen Feuchtigkeit ist dieser so jetzt besser geschützt. Wo wir gerade bei der Feuchtigkeit sind, hier auf der Platine sieht man den Feuchtigkeitsindikator. Falls Wasser eindringen sollte, dann verfärbt sich dieser rot. Die Elektronik der Platine ist mit einer guten Schicht Epoxidharz überzogen. Hier sollte also nichts passieren. Falls sich der Akku einmal aufblähen sollte, so wird man das sicherlich noch immer erkennen können. Das Gehäuse ist hier sehr flexibel. Nun zu der Frage, ob ein Preisanstieg von 75% im Vergleich zu den TB50 Akkus gerechtfertigt ist. Meine Meinung hier ist ganz klar nein. Wie wir sehen, ist der Grundaufbau sehr ähnlich. Es wurde zwar die Elektronik neu designt und angeordnet, aber ein Preisaufschlag von 75% rechtfertigt das noch lange nicht.
Ein Anstieg vom Preis war definitiv vorhersehbar, nachdem der Akku des Mavic 3 schon 200 € kostet. In meinen Augen wäre aber ein Preis von 250 bis maximal 300 € für einen TB51 Akku angemessener gewesen, da zum Fliegen ja immerhin noch 2 Akkus benötigt werden. Vom Ladegerät mit seinen 800 € möchte ich hier gar nicht erst anfangen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn es das gemacht hat, dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben, einen Kommentar dalassen und ein Abo wäre natürlich auch super und würde mir wie immer sehr weiterhelfen. Bis bald und tschüss!